Hallo meine Lieben, ich wollte euch heute mal zeigen, wie ihr eine Kochschürze selber nähen und dann auch beplotten könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist eine Kochschürze und zwar mit einem Motiv drauf, ne? My Kitchen, My Rules. Extra ein bisschen größer, weil ich eine eher langweilige Farbe habe von der Schürze, von der Basisschürze her. Wir werden die Schürze auch selber nähen und da habe ich dann halt einfach geguckt, dass das farblich dann zum Spruch passt. Das heißt, wir haben oben einen Henkel, wir haben auf den Seiten die Bändel, um die festzuzurren, und dann haben wir hier auch noch eine Tasche. Es ist zu groß, damit dass ich das auf alles drauf kriege, aber mit genug Vorstellungskraft seht ihr, wie es wird, und ich werde euch da auch kurz ein kleines Bildchen reinstellen, damit ihr das seht, und danach legen wir gleich los. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist einiges an Stoffen, da komme ich gleich dazu. Ich habe eine Vinylfolie, die ich in der Mitte auf die Schürze oben anbringen werde. Dazu brauche ich dann natürlich auch die Heatpress und die Hitzematte, die habe ich jetzt hier nicht auf dem Tisch. Dann geschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneiderlineal und dem Rollschneider. Dann, was immer hilfreich ist, um die Nahtzugabe umzubügeln, ist so ein Bügellineal. Dann habe ich die Wunderclips auf dem Tisch, Nadeln, dann eine Stoffschere, und dann, bevor ich das Ganze aufbringe, werde ich das mit dem Lindroller kurz abrollen, damit ich da keine Fasern einarbeite. Wir brauchen natürlich die Nähmaschine. Ich werde mit einem weißen Faden arbeiten und das Bügeleisen. Jetzt von den Stoffen her braucht ihr Folgendes. Wenn ihr vorne eine Tasche drauf machen wollt, dann braucht ihr hier 2x24 x 24 cm. Und ihr seht, ich habe einfach einen Stoff und die Folie so gewählt, dass das farblich auch zueinander passt, weil die Schürze selber schon sehr blass ist, ne? Und dann für oben, um die Schürze um den Hals zu machen, da habe ich ein Stück, was 12 cm x 54 cm ist. Einmal. Dann, um auf den Seiten die Schürze zusammenzubinden, habe ich zwei Stücke, die sind 12 cm x 104 cm. Von der Schürze her, das bringe ich gar nicht alles aufs Bild, aber vielleicht vom Prinzip her. Ich habe die in der Bruchkante zusammengelegt, dass der Stoff doppelt ist, und dann habe ich ein Stück ausgeschnitten, was von der Breite her 37 cm ist und von der Höhe 97 cm. Und dann hierbei, also ich bin dann von unten 64 cm hochgegangen, und da habe ich hier geguckt, dass ich 17 cm reingehe und eben hier von unten hoch 64 cm und habe dann hier einfach auch das abgeschnitten. So einfach könnt ihr eine Schürze ausschneiden. Das ist alles, was ihr an Stoffen braucht. Jetzt, bevor wir an die Schürze gehen, bereiten wir die anderen Sachen vor. Und zwar nehmt ihr hier erstmal die Vierecke, legt die rechts aufeinander und macht die kurz fest. Und die näht ihr dann ringsherum mit einem Zentimeter Nahtzugabe ab. Am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen, und dann müsst ihr aber auch noch eine Wendeöffnung stehen lassen, damit ihr die dann nachher auch wieder wenden könnt. Das heißt, ihr fangt hier an, näht ringsherum bis hier und verriegelt hier wieder. Das ist das, was ihr mit dem Stück machen müsst. Dann die Streifen, die legt ihr einmal eine Hälfte zusammen, dann wären es 6 cm, und dann bügelt ihr die andere Hälfte rein. Und hier ist eben der Bügellineal extrem hilfreich, weil ihr das schön hinlegen könnt. Na, ihr seht, hier kommt die 6 cm raus.
Dann kann man das drüber legen und so einmal bügeln und dann kann man das Ganze dann bei 3 cm auch noch mal auf beiden Seiten bügeln. Schlussendlich müsste es dann so aussehen, dass es quasi das drin ist und das drin ist und dann das so verschlossen ist. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und zwar macht ihr das eben mit dem, was für den Hals ist, plus mit den beiden Streifen auch, was ihr zum hinten verschließen verwendet. Ich bügle jetzt kurz das hier und dann zeige ich auch gleich euch noch, was ihr hier nähen müsst, damit wir dann mit allen Stücken an die Nähmaschine gehen können. So, ich habe das jetzt gebügelt und was ihr eben jetzt nebst der Tasche nähen könnt, ist beim kürzeren Stück. Da könnt ihr das einmal von oben runter nähen, einfach mit, also knappkantig, oben verriegeln, runter nähen, unten verriegeln, dann dreht ihr das um und näht auch nochmal auf der anderen Seite schön oben verriegeln, knappkantig und dann runternähen und unten auch wieder verriegeln. Das ist das, was ihr mit dem kurzen Stück macht. Bei den langen Stücken, da dreht ihr das jetzt einmal kurz um und zwar nur, das müsst ihr nur auf einer Seite machen, weil die andere Seite nähen wir dann in die Schürze ein und dann bringt ihr diese beiden Kanten aufeinander so, ne? Und steckt es kurz fest. Weil so näht ihr jetzt hier einmal mit 1 cm Nahtzugabe, einmal hoch, runter, einfach so, dass das schön zusammenhält und das eben nur pro Streifen auf einer Seite, aber eben bei beiden Streifen. Und das nähe ich jetzt kurz. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsstet ihr hier einerseits schön das Band haben für oben um den Hals, was auf 2 Seiten genäht ist und somit auch zusammengenäht ist. Das brauchen wir für den Moment nicht mehr. Dann die beiden Streifen, da hattet ihr die Enden geschnitten, da könnt ihr jetzt ganz einfach an den beiden Seiten so ein bisschen reinschneiden, nicht in die Naht reinschneiden. Und dann könnt ihr das wieder wenden und da mit dem S-Stäbchen das in Form bringen, so dass ihr jetzt hier oben einen schönen Abschluss habt für das eine Ende der Schlaufe, die man dann hinten oder vorne zusammenbindet. Das natürlich auch mit dem zweiten. Und diese beiden Streifen müsst ihr jetzt gleich wie das Band für oben auch abnähen. Hier auch auf beiden Seiten. Das heißt, ihr fangt hier an
näht alles runter, knappkantig und am Ende dann auch wieder verriegeln und dasselbe dann auch auf der anderen Seite alles runternähen. Einfach gleich wie das hier. Das mit diesen beiden Bändern und die Tasche, da können wir jetzt kurz die Ecken zurückschneiden. Und dann könnt ihr das Ganze über die Wendeöffnung wenden. Wenn ihr da einen Stoff habt, das habe ich jetzt nicht gesagt, was bei mir keine Rolle spielt, aber wenn ihr einen Stoff habt, der einen Richtungsverlauf hat vom Muster her, dann müsstet ihr gucken, dass ihr die Wendeöffnung unten habt. Und das hat folgenden Grund. Wir werden die Tasche so aufnähen und mit dem Aufnähen, hier oben bleibt es ja offen. Also da nähen wir sie nicht an die Schürze dran, sonst können wir ja nichts mehr reinmachen. Wir nähen die hier entlang und damit verschließen wir auch die Wendeöffnung. Und deshalb, wenn ihr ein Muster habt, dann müsst ihr gucken, dass das hier die Wendeöffnung jeweils unten liegt. Bevor wir damit dann nachher weitermachen, werde ich die auch noch kurz bügeln, damit hier die Kanten schön aufeinander liegen und auch die Wendeöffnung, die Nahtzugaben schön inne liegen. Und wenn ihr da dann gleich am Bügeleisen seid, um das zu bügeln, dann können wir hier auch um die ganze Schürze herum. Bei mir spielt jetzt Innen- oder Außenseite nicht so eine Rolle, aber ihr würdet das natürlich so bügeln, dass ihr die Kanten nach innen bügelt. Und zwar bügelt ihr bei der Schürze wirklich komplett ringsherum, einmal bei 2 cm und dann nochmal bei 2 cm. Und hier eben hilft der Bügellineal. Das mache ich jetzt. Das heißt, ich nähe hier die Bänder auf beiden Seiten ab und dann bügle ich die Tasche einmal schön gerade und bügle hier bei der Schürze ringsherum 2 cm und nochmal 2 cm. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann haben wir hier für oben das Band, die beiden, um die Schürze zuzubinden, und die haben ein schönes Ende und eins, was nicht so schön ist, respektive was wir einfach ganz normal genäht haben, weil diese Enden, die kommen in die Schürze rein, die wird man nicht sehen, deshalb dürfen die auch so aussehen. Jetzt noch kurz vom Bügeln her, an 4 Ecken habe ich es ein bisschen speziell gemacht. Ihr könntet, wenn ihr wollt, könnt ihr Briefecken machen. Da habe ich euch auch schon gezeigt, wie man das macht. Ich habe es ganz einfach umgebügelt, ohne jetzt Briefecken zu machen. Hier auf den Seiten von der Schürze habe ich so geguckt, dass ich hier eine gerade Linie habe, weil, was wir jetzt machen müssen, ist hier das Band reinzulegen, so dass das dann schön gerade rauskommt, und dann legen wir es nochmal nach vorne. Und so könnt ihr das festmachen, weil so haben wir quasi eine doppelte Sicherung, dass das dann auch an Ort und Stelle bleibt und nicht mehr, also dass es wirklich hält.
Und dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Und vielleicht das Hinweis, es gibt ja immer eine Naht, eine Seite der Naht, die ein bisschen schöner aussieht und eine, die weniger schön aussieht. Ich gucke natürlich drauf, dass die schönere ist, dass das außen liegt. Dasselbe auch auf der Seite, ne? Das heißt, ihr stoßt hier ganz rein und dann dreht ihr es einfach nochmal auf die andere Seite und macht das hier auch wieder fest. Und oben habe ich dasselbe Prinzip angewandt. Das heißt, ich habe hier einfach beim Umlegen der Kanten geguckt, dass ich 2 Linien nach unten habe. Und da gebe ich genau gleich das Band auch rein. Natürlich auch hier gucken, dass die schöne Seite dann außen zu liegen kommt. Das gebe ich hier rein und dann wieder hoch. Es gibt sicher schönere Varianten, wie man sowas nähen kann, aber ich finde, es ist eine Kochschürze, die Innenseite sieht man nicht und naja, finde die eigentlich nicht schlecht. Jetzt das Ganze nicht verdrehen, sondern genau gleich hier rein, festhalten, hochlegen. Weil was ihr jetzt macht, ihr näht die Schürze, und ich mache das jeweils von der Vorderseite her, einmal komplett ringsherum ab. Und zwar könnt ihr irgendwo unten in der Ecke starten. Wir haben ja hier 2 cm. Das heißt, ihr guckt einfach, dass ihr hier schön knapp entlang von diesem Ende hier entlang näht, das komplett ringsherum. Und was ihr dann hier macht, weil hier würdet ihr ja nur diese hier hinten nähen, da könnt ihr einmal, ihr kommt hier vorbei, dann könnt ihr rein, ringsherum rein und da nochmal drüber. Und so habt ihr wie eine Schlaufe gemacht und könnt dann weiter nähen. Und das überall, wo ihr jetzt so ein Band reingenäht habt oder reingelegt habt. Und genau das mache ich jetzt. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want
is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that So, ihr habt gesehen, das war jetzt ein ziemliches Drehen und Wenden, aber so habe ich es halt einfach hingekriegt, dass ich schön hier Vierecke oder diese Kreuzstiche machen kann, da wo die Bänder sind, und die halten jetzt wirklich super. Das habe ich hier überall gemacht und so sind die super eingenäht. Auch hier drüben, ne? Und jetzt können wir noch die Tasche aufbringen. Jetzt, damit ich weiß, wo die Schürze landen muss, habe ich die kurz angezogen, damit ich so ungefähr die Höhe weiß. Und jetzt können wir da natürlich abmessen, dass das dann von unten her auch gleich hoch ist. Also bei mir ist es von unten 47 cm. Und ihr müsst natürlich gucken, eben, dass die Wendeöffnung hier unten ist. So, und so kann ich die kurz festmachen. Und die jetzt so kurz annähen. Das heißt, ich fange hier an, verriegle, nähe runter, rüber, hoch, verriegeln und das knappkantig. Und damit verschließe ich eben hier unten auch die Wendeöffnung. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. So, die Tasche ist drauf und sorry, im Video wird der ganz am Anfang habe ich vergessen, den Record-Button zu drücken. Ganz doof gelaufen, aber das ist im Prinzip einfach. Ihr fangt an, verriegelt und näht dann einfach die 3 Kanten entlang. Was ich hier auch noch sagen muss, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich erkläre immer, ich fange hier an, gehe da runter und dann mache ich es gleich auf der anderen Seite, weil ich habe eine neue Nähmaschine nach 20 Jahren und irgendwie habe ich mich noch nicht dran gewöhnt, dass ich da nicht rechts ausrichten kann. Und deshalb muss ich auf der Seite, ich kann nur links ausrichten und deshalb muss ich hier anfangen, aber ich bin mir es einfach so gewohnt, dass ich trotzdem immer sage hier, ne? Aber ich habe hier angefangen, habe verriegelt, bin runter, hoch und habe hier wieder verriegelt. Das ist alles, was ich gemacht habe. So, jetzt habe ich das Ganze auch noch kurz gebügelt, weil jetzt kommt ja noch der Sticker oben drauf oder die Flexfolie und ihr könnt die Schürze nachher immer noch bügeln. Ihr müsst einfach dran denken, dass ihr da jeweils ein Backpapier drüber legt und nicht direkt mit dem Bügeleisen auf die Folie geht. Jetzt mache ich hier kurz meine Heatpress an. Die eingestellt habe ich hier auf 150 Grad und die dauert 30 Sekunden. Die ist im Moment noch rot und wird dann grün, sobald die aufgeheizt hat. Lasst euch nicht irritieren, wenn das jetzt hier auf der Seite knackst. Das ist ganz einfach, durch die Hitze dehnt sich jetzt das Material aus und das ist genau das Geräusch, was ihr hört. So, jetzt noch kurz mit dem Lindroller drüber, nicht, dass ich da dann Fäden einarbeite, die ich da gar nicht drauf haben will. Dann mit der Hitzematte drunter. So, jetzt ist die grün und ich kann da kurz 5 Sekunden auf den Stoff drauf und die letzten Falten auszubügeln und das aufzuwärmen. Und jetzt kann ich mein Motiv schön mittig platzieren. Ihr habt gesehen, ich arbeite jeweils so ein bisschen mit meiner Hitzematte drunter und die hilft mir dann auch so ein bisschen, dass das dann gerade ist.
Und jetzt lasst euch wirklich ruhig Zeit, das auszurichten, weil, ne, wenn es mal drauf ist, ist es drauf, dann könnt ihr es nicht wieder wegnehmen. So, und da muss ich jetzt überall 30 Sekunden drauf. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe. So, ich weiß jetzt, ich kenne dieses Material schon ein bisschen und weiß, dass die Folie nicht super drauf haftet. Jetzt erstmal genug, um das abziehen zu können hier. Und dann gehe ich da mit dem Backpapier nochmal drüber. Das mag jetzt ein bisschen Freestyle-mäßig ausgesehen haben, aber ich kenne halt das Material schon und ich verwende auch die Folie schon lange und das Gerät. Das heißt, ich kenne mich so ein bisschen damit aus oder habe Erfahrungswerte, wo ich einfach weiß, okay, das funktioniert nicht oder das muss ich machen, dass es funktioniert. Ihr könnt euch ein bisschen daran orientieren, dass ihr euch die Flexfolie anguckt. Wenn ihr die Struktur von dem Material, wenn die so ein bisschen durchdrückt, dann wisst ihr, okay, das sitzt. Nicht mehr. Und ich weiß, das Motiv ist jetzt relativ groß für die Fläche, aber weil ich halt einfach so ein bisschen eine langweilige Farbe als Basismaterial verwendet habe, dachte ich, dann poppt das hier noch ziemlich cool hoch und ich habe das auch dann passend mit den Bändeln und der Tasche, die da unten ist. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzunähen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!